In diesem Video seht ihr ein paar kurze Impressionen vom ersten Offroad-Trip mit Lucille. Und zu guter Letzt einen ganz kurzen Abstecher ans Ineos-Werk nach Hambach. Und ganz wichtig, liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Ich habe auf allen Kanälen den gleichen Namen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Jetzt nach langer Zeit ist es endlich soweit. Die erste große Tour mit Lucille stand an. Eine Mischung aus Roadtrip, kleines bisschen Offroad und Lost Place Tour mit spektakulären Lost Places. Das war auch unsere erste große Tour, mit dem Fahrzeug ein bisschen zurechtzukommen. Und ja, es war schon ein bisschen zu viel für Anfänger, sagen wir es mal so. Und da konnte man eben nicht großartig noch filmen. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Und teilweise extrem ausgesetzte Sachen gefahren. Ansonsten, man will die Erfahrung auf jeden Fall nicht missen und es macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Und ich hoffe, ich kann dann noch wirklich schöne Videos produzieren. Das nächste Mal natürlich mit schönen Landschaftsdrohnenaufnahmen, versteht sich. Wie gesagt, man hat auch jetzt mal ein Gefühl bekommen für die Ausrüstung. Was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt, was braucht man noch, was kann weg. Da gab es auf jeden Fall in jeder Kategorie was, aber dazu gibt es dann in folgenden Videos mehr. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye bye. Es war auf jeden Fall ein einzigartiges Abenteuer, auch mit der Breite vom Fahrzeug bei den sehr schmalen Wegen, wo man teilweise wirklich bis zum Rand fahren musste, an Abgrund. Also das war schon Adrenalin pur. Ja. Wenn dann noch ein Pickup als Gegenverkehr kam, das ja, war schon interessant. Ne? Wir hatten auch einen dramatischen Wetterwechsel mal, wo erst wirklich am Berg dann dunkle Wolken kamen. Dann fing es an zu regnen, hatte man kaum noch Sicht. Zum Schluss dann auch noch zu hageln. Also das waren schon teilweise wirklich gefährliche Situationen dabei. Ja. Was dann noch dazu kam als Riesenherausforderung, war natürlich meine Höhenangst. Auf den engen Wegen, die direkt am Hang verlaufen, in den Kurven, wenn man dann über die Motorhaube nur noch Abgrund sieht und keinen Weg mehr. Ja, das war schon herausfordernd. Ja. So Freunde, ich bin jetzt schon ein paar Tage unterwegs,
eigentlich mit dem Kumpel hier auf Westalpentour. Der hat jetzt aber entschieden, ein paar krassere Sachen zu fahren, die für mich nichts sind. Jetzt haben uns unsere Wege getrennt. Und ich bin jetzt im Moment an dem höchsten Bunker der Maginot-Linie. Der liegt so zwischen 2700 und 2800 Metern. Hier, schaut euch mal die Aussicht an hier. Close your eyes, get out of your skin. Only this matters, let it in. If I could, I would be right here with you. In this world of ticking clocks, I hope I'm getting through. So close your eyes. Do you feel the same? Only thing that matters, without change, I will let you into my mind's deep. Recover the fallen tears that have been long asleep. Lights are out and heaven's open. We can be everything we want. Oh, stop the clocks, the bees are humming in between the contrasts of our souls. Stop the clocks, the bees are humming in between the contrasts of our souls. Die Reise begann in den Westalpen, nachdem wir eine 900 Kilometer lange Anfahrt hatten, in Richtung des Maira-Tals, in dem wir uns dann noch aufgehalten haben. Wir sind ein Stück die Maira Stura gefahren, nur ein kleines Stück, weil der Rest war gesperrt. Und dann über verwundene Pässe auch bis nach Nizza ans Meer runter. Vorher noch ein Teil der ligurischen Grenzkammstraße, aber wie gesagt, das haben wir dann abgebrochen. Und danach haben wir uns entschieden, ja eben wie gesagt, diese Offroad-Geschichte zu beenden. Und haben dann einen Road- und Lost Place-Trip komplett durch Frankreich gemacht. Also einmal von unten nach oben, komplett durch, dann wieder nach Deutschland.
Alles in allem gab es mit dem Grenadier keinerlei technische Zwischenfälle. Es lief alles wie es sollte, keinen Platten, nix. Ultra robustes Auto, läuft wie ein Panzer, also wirklich technisch gesehen absolut zufrieden. Und den zweiten Teil der Reise, wo es dann etwas weniger stressig wurde, den habe ich auf jeden Fall richtig genossen. Es war wirklich ein Traum, eine gigantisch geile Lost Place Tour mit wahnsinnigen Locations. Bleibt in Erinnerung für immer, ja. Hier steht Lucille. Mal ein paar Stunden unterwegs ist, ne? Hat man hier einen Mückenfriedhof, ne, auf der Scheibe. Das war jetzt wie gesagt der vorletzte Tag des ersten großen Roadtrips mit Lucille. Morgen ist der letzte Tag. Da haben wir noch einen kleinen Stopp. Der hat mit Lucille zu tun. Ich gehe jetzt erstmal ins Hotel. Letzte Nacht gönnen wir jetzt ein Hotel, habe ich mir gedacht. Mal duschen, mal fein duschen und noch schön essen. Ne? Also ich lasse mal gut gehen und man sieht sich. Bis später. Ciao. 298 gefrorene Burger später. So Freunde, letzter Tag, Rückreise. Ich bin schon wieder fleißig auf der Piste. Jetzt haben wir noch den letzten Halt. Wie gesagt, der hat mit Lucille zu tun. Und ja, lasst euch überraschen. Gleich sind wir da. Sehen kann, wir sind jetzt bei Ineos, so ziemlich genau vor einem Jahr. Das ist ja jetzt dann Lucilles Ehrentag. Sie ist ein Jahr alt. Gut, sie hätte sich jetzt vielleicht mal duschen können zum Ehrentag, aber es sei ihr vergeben. Wir schauen jetzt mal, ob es da irgendwie eine Art Showroom gibt oder ob uns da jemand was zeigt. Naja, weil wir nicht, dann fahren wir halt wieder. Hauptsache, wir waren mal da. Ja. Wir waren jetzt gerade am Empfang, haben da auch eine deutschsprachige, sehr nette Dame getroffen. Gefragt, ob es da möglich ist, das Work anzuschauen. Aber da ja gerade bis September noch Werksferien sind, leider nicht möglich. Aber wir haben eine Nummer bekommen, wo wir da jemanden anrufen können und uns mal für eine Führung anmelden können. Leider kann man es nicht filmen und dokumentieren. Aber wie gesagt, wir werden das auf jeden Fall dieses Jahr noch machen und ja, ein paar Takte dazu halt dann erzählen. Ansonsten ist der erste Roadtrip mit Lucille. Geht erfolgreich dem Ende entgegen. Jetzt sind es noch ein paar Stündchen bis heim und ja, also der Panzer rollt und rollt und rollt. Das ist eine gelungene Sache, ja. War richtig geil auf jeden Fall. Seid gespannt auf die nächsten Abenteuer und bis bald. Ciao.